Um mit dem Texit Designer Daten aus einer Excel-Tabelle zu drucken, legen Sie zunächst das Tabellenblatt mit den gewünschten Inhalten an. Nutzen Sie die erste Zeile für die Titel der Spalten. Diese werden später im Texit Designer als Bezeichnung der Datenquelle angezeigt. Speichern Sie die Excel-Tabelle als XLSX-Datei. Klicken Sie im Texit Designer in der Menüleiste auf Verbinden und dann auf Excel Spreadsheet. Öffnen Sie die zuvor gespeicherte Excel-Tabelle. Wählen Sie gegebenenfalls das relevante Tabellenblatt und klicken auf Weiter. Nun werden die Titel der Spalten angezeigt und Sie können auswählen, welche zur Verfügung stehen sollen. Klicken Sie auf Weiter. Standardmäßig werden nun Textfelder für alle Spalten automatisch auf dem Etikett platziert. Klicken Sie auf Weiter und auf Fertigstellen, um den Assistenten abzuschließen. Die neuen Felder können nun auf dem Etikett positioniert werden. Um Felder manuell hinzuzufügen, erstellen Sie zunächst ein gewöhnliches Textfeld. Wählen Sie dann in der rechten Spalte des Programms unter Verbundene Datenquelle die entsprechende Spalte der Datenbank aus. Auf die gleiche Weise lassen sich auch Bar- und QR-Codes mit variablen Werten erstellen. Klicken Sie nun auf Drucken, um die Druckvorschau zu öffnen. Links werden alle Datensätze aufgelistet. Durch Klick auf die Pfeiltasten unter der Vorschau lassen sich die einzelnen Datensätze in der Vorschau anzeigen. Einzelne Datensätze können für den Druck deaktiviert oder eine individuelle Anzahl für jeden Datensatz festgelegt werden. Durch einen Klick auf Drucken unten rechts werden die Daten an Ihren Texit-Drucker gesendet und der Druck gestartet.